Ein 34 Kilo schwerer Golden Retriever hat etwas Unglaubliches getan, als seine Familie ihr neugeborenes Baby zum allerersten Mal nach Hause brachte. Was dieser treue Begleiter in diesem kritischen Moment hat alle komplett sprachlos gemacht. Aber der herzzerreißende Grund hinter seinem Beschützerinstinkt, das ist der Teil, der eure Sicht auf Hunde für immer verändern wird. Das ist die Geschichte von Bruno, einer sanftmütigen goldenen Seele, die bewiesen hat, dass manchmal die tiefsten Bindungen auf die unerwartetste Weise entstehen. Und glaubt mir, was an diesem unvergesslichen Dienstagnachmittag passiert ist, wird euren Glauben an bedingungslose Liebe wiederherstellen. Vor 9 Monaten sah in der Hinterhof der Familie Weber alles ganz normal aus. Die Holzterrasse, die Gartenmöbel, der grüne Rasen. Aber Sabines Bauch wurde jede Woche etwas runder und Bruno, ihr 34 Kilo schwerer Golden Retriever, spürte, dass etwas Bedeutendes näher kam. Bei dieser sonnigen Gartenparty mit blauen Ballons lief Bruno um die Familie herum, als würde er fragen, was soll die ganze Aufregung? Habt ihr schon mal bemerkt, wie Hunde sofort wissen, wann sich ihr Leben verändern wird? Die haben echt so einen mysteriösen 6. Sinn, den die Wissenschaft bis heute nicht vollständig erklären kann. Bruno war seit 3 Jahren bei den Webers. 3 wunderschöne Jahre voller morgendlicher Spaziergänge durch die nebligen Parks von München, gemütlicher Sonntagnachmittage auf der Couch und unzählige Apportierspiele im Garten. Er war ihr erstes Baby, ihr pelziges Kind, der Mittelpunkt ihres Universums. Aber jetzt würde sich alles auf eine Weise verändern, die niemand hätte vorhersehen können. Als Sabines Geburtstermin näher rückte, wurde Brunos Verhalten zunehmend ungewöhnlich. Er legte seinen massiven goldenen Kopf auf ihren wachsenden Bauch, diese warmen braunen Augen voller Neugier und Sorge. Wenn das Baby trat, zuckte Bruno erschrocken zurück, kehrte dann aber vorsichtig zu derselben Stelle zurück, als würde er versuchen, mit diesem mysteriösen kleinen Wesen zu kommunizieren, das in seiner Mama heranwuchs. »Glaubst du, er versteht es?« flüsterte Sabine eines Abends zu Markus, während sie Brunos sanfte Interaktion mit ihrem Bauch beobachtete. »Ich glaube, er versteht mehr, als wir denken«, antwortete Markus und kratzte Bruno hinter seinen weichen Ohren. Dann kam der Tag, der alles auf die Probe stellen würde. Es war 2:47 Uhr an einem kühlen Oktobermorgen, als Sabines Fruchtblase platzte. Die hastige Fahrt zum Krankenhaus wurde zu einem verschwommenen Mix aus Panik und Aufregung, aber für Bruno, der zum ersten Mal seit Jahren allein im Haus gelassen wurde, fühlten sich diese Stunden wie eine Ewigkeit an. Er lief von Raum zu Raum, winselte leise, seine Angst wuchs mit jeder verstreichenden Minute. Wo war seine Mama? Warum ist sie gegangen? Geht es ihr gut? Frau Müller, ihre ältere Nachbarin, kam vorbei, um nach Bruno zu sehen. Sie fand ihn vor der Haustür sitzend, weigerte sich zu bewegen, weigerte sich zu fressen, wartete einfach. »Ach, süßer Junge«, murmelte sie und kniete sich trotz ihrer schmerzenden Knie hin. »Deine ganze Welt wird sich verändern, aber du wirst großartig sein, das weiß ich einfach.« 48 Stunden später fuhr Markus' Auto in die Einfahrt. Bruno hörte das vertraute Motorengeräusch und erwachte zum Leben. Sein Schwanz wedelte so heftig, dass sein ganzer Körper bebte. Aber dann hörte er etwas anderes, etwas völlig Neues und Fremdes. Ein winziges, zerbrechliches Weinen, das jedes Haar auf seinem Körper aufstehen ließ. Die Haustür öffnete sich langsam. Sabine erschien zuerst, erschöpft, aber strahlend aussehend, und Bruno hätte sie fast umgeworfen vor Aufregung. Aber Markus' strenge Stimme stoppte ihn sofort. »Sachte, Junge, ganz sachte jetzt.« Da sah Bruno es. Das kleine rosa Bündel, eingewickelt in eine weiche Krankenhausdecke, seine Nase zuckte und fing einen Geruch ein, wie er ihn noch nie zuvor erlebt hatte. Süß, unschuldig, verletzlich. Sein gesamtes Verhalten änderte sich in einem einzigen Herzschlag. Also ich weiß, was ihr jetzt denkt. Das ist doch nur ein Hund, der ein Baby trifft. Was soll daran besonders sein? Aber hier nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung, die niemand kommen sah. Falls ihr noch nicht abonniert habt, merke ich, dass ihr immer noch hier seid und zuschaut. Und das berührt mich ehrlich.
Dieser Kanal teilt echte Geschichten über die unglaublichen Bindungen zwischen Tieren und Menschen. Und wenn euch das anspricht, bedeutet ein Klick auf den Abonnieren-Button, dass ihr diese herzerwärmenden Momente nie verpasst. Außerdem kommt die eigentliche Magie in Brunos Geschichte noch. Sabine setzte sich vorsichtig auf die Couch und hielt Baby Lena in ihren Armen. Bruno näherte sich langsam, jeder Schritt bewusst und gemessen. Der hüpfende, energiegeladene Golden Boy, der normalerweise sprang und spielte, war verschwunden. An seiner Stelle stand ein vorsichtiger, sanfter Riese, der die kostbare Zerbrechlichkeit dieses neuen Lebens zu verstehen schien. »Lass ihn schnüffeln, Schatz«, ermutigte Markus, sein Handy bereit, um den Moment festzuhalten. Sabine senkte Lena leicht und Bruno streckte seine Nase zu dem winzigen Köpfchen des Babys aus. Ein vorsichtiges Schnüffeln. Dann noch eines. Seine Augen weiteten sich und etwas Außergewöhnliches geschah. Sein Schwanz begann zu wedeln, nicht mit wilder Aufregung, sondern mit einem langsamen, sanften Rhythmus, der zu dem friedvollen Moment passte. »Markus, siehst du das?« flüsterte Sabine, Tränen in den Augen. Die erste Woche war Anpassung. Bruno wurde Lenas Beschützer, lag jede Nacht bei ihrem Bettchen, wachsam. Wenn Lena weinte, alarmierte er die Eltern sofort. Besser als jedes Babyphone, scherzte Markus. Der Test kam 3 Wochen später. Donnerstagnachmittag. Sabine in der Küche, Markus im Homeoffice, Lena schlafend. Bruno dabei, Kopf auf Pfoten. Dann passierte es. Rauchmelder piepte, schwache Batterie. Lena schreckte hoch, rollte, der Stubenwagen schaukelte. Alles blitzschnell. Der Stubenwagen kippte zur Tischkante, Lena rutschte zum Boden. Sabine zu weit, Markus oben, niemand erreichte sie. Außer Bruno. Explosiv sprang er vor, sein Körper rutschte übers Parkett, unter den Stubenwagen. Lenas Tasche landete auf seinem Rücken, abgefedert. Beide Eltern kamen angelaufen. Bruno lag seitlich, Lena gegen ihn. Unverletzt, kichernd. Sie griff nach ihm. Bruno still, erleichtert. »Du hast sie gerettet«, flüsterte Sabine. Dr. Schmidt untersuchte ihn. »Geprellte Happen, wird gut. Das war reiner Instinkt. Dieser Hund hat eure Tochter als seine eigene beansprucht.« Bruno und Lena wurden unzertrennlich. 6 Monate später lief Lena ihre ersten Schritte in Brunos Pfoten. Meine Frage: Lieben Tiere Babys wirklich oder nur Instinkt? Kommentiert's!